Also, herzlich willkommen zum Vinyl Matters Podcast hier bei uns im Presswerk Matter of Fact. Heute zu Gast Mathis. Ein Set hat er gespielt, mal völlig anders als das, was wir vorher gehört haben. Sehr bunt, sehr abwechslungsreich, inspirierend möchte ich fast sagen. Mathis, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben gerade die Situation, dass ich das Interview machen darf, das normalerweise André macht. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Wir teilen diese Aufregung so ein bisschen. Mathis, erzähl mal bitte, wo kommst du her? Was machst du? Wie war das Set für dich? Das Set war großartig. Ich fange mal da an. Das hat großen Spaß gemacht. Ich komme ursprünglich aus Braunschweig, bin da aufgewachsen und habe dann mal hier und mal da gewohnt, habe in der Weltmetropole Paderborn studiert und eine Zeit lang in Irland gelebt, bis ich dann endlich nach Berlin gekommen bin. Das ist jetzt aber auch schon wieder eine ganze Weile her, 2013, glaube ich, bin ich nach Berlin gezogen. Habe das mit der Musik eigentlich oder mit dem Produzieren ganz, ganz lange gar nicht so ernst genommen, sondern, also ernst genommen habe ich es schon immer, aber niemals ernsthaft in Erwägung gezogen, da mehr daraus entstehen zu lassen. Ich habe so im Studium angefangen, eigene Beats zu bauen. Ja. Software ist langsam an dem Punkt gewesen, wo man eben nicht mehr irgendwie schwere Gerätschaften brauchte, um sich so ein bisschen einzufinden. Und da hat das angefangen. Und genau, seitdem es machbar ist, dass jeder, wenn er möchte oder wenn sie möchte, Musik auf Spotify und Konsorten irgendwie hochlädt, habe ich auch irgendwann angefangen, die Musik auch zu releasen und zu sagen, ja, ich nenne mich ab jetzt The Intern und bin als solcher Produzent für Also da ist deine musikalische Karriere sozusagen gestartet, wenn man so will. Also ja, genau, auf jeden Fall. Also ja, schon immer relativ musikalisch gewesen und irgendwie hier mal ein Instrument gelernt und da mal Schlagzeugunterricht gehabt und in der Jazz-Kombo von der Schule gespielt und so. Aber mit dem Produzieren ist es eigentlich erst zur Routine und ernst geworden. Schön, das ist ein schöner Werdegang. Wir haben uns vorhin ein bisschen drüber unterhalten, über die Story zwischen dir und Otis. Erzähl mal, wie seid ihr aufeinander gestoßen? Wie seid ihr zusammengekommen? Ich fand das sehr, sehr spannend. Ja, ich habe in Berlin bei Soundcloud sehr lange gearbeitet und Otis wurde von einer guten Freundin von mir eingeladen, auf ihrer Eventreihe zu spielen. Poetry meets Hip-Hop, Poetry meets Soul, Poetry meets Jazz. Da habe ich Otis das erste Mal gesehen. Und über 3 Ecken hat noch ein anderer Freund Otis dann die Information zukommen lassen, dass ich produziere und dass ich auch bei Soundcloud arbeite und ob er nicht mal auf einen Kaffee im Office vorbeikommen möge. Genauso haben wir das dann gemacht. Wir hatten damals im Soundcloud Office ein Tonstudio, in dem ich auch sehr gerne und oft war. Die Office-Tour endete dann dort und ich hatte gerade eine Dropbox mit Beats von mir auf und Otis war eigentlich mit der Erste, der meine Musik gehört hat und sofort gesagt hat, so, boah, das ist total geil, und hat sein Telefon rausgeholt, hat gefragt, so, ey, kann ich ein paar Texte von mir da drauf mal ausprobieren? Ja, cool. Und richtig gute Idee. Seitdem machen wir Musik zusammen. Geil, ja, genau. Richtig cool. Ihr habt ein Album rausgebracht, das bei uns gepresst wurde? Genau, Before the Noise My Cousin. Hast du schon in die Hülle wieder weg? Jetzt ist die Hülle weg. Machen wir gleich nochmal. Was für einen Einfluss hat auf dich Vinyl, gerade in Bezug als Produzent, beziehungsweise auch im Umgang mit Musik? Spielt das eine große Rolle für dich? Bist du mehr im elektronischen, also jetzt gerätetechnisch mehr elektronisch unterwegs oder machst du viel mit Vinyl? Ja, also ich komme nicht mehr aus der klassischen Hardware-Generation, würde ich sagen, bei der ich eben mit der MPC oder mit irgendwelchen anderen großen Gerätschaften und Samplern irgendwie angefangen habe, Musik zu machen, sondern bin eben mit Software da so ein bisschen reingewachsen. Ja. Aber bin früher oder später zum Glück vom Digitalen wieder abgezweigt und habe gesagt, so, nee, das ist irgendwie viel schöner, so eine Platte aufzulegen. Und selbst wenn ich dann gesampelt habe... Schon wieder Gänsehaut, ja geil. Denn so entsteht ja nun mal Hip-Hop, indem man eben was bereits da... Oder kann Hip-Hop entstehen, indem man was bereits da gewesen ist, recycelt, in Anführungszeichen, und eben samplet. Und daraufhin ist eben eine sehr große Leidenschaft für Vinyl entstanden. Weil man da dann als Produzent natürlich auch immer guckt, okay, in welchen Genres kann ich noch nach Samples, nach Versatzstücken suchen. Ja,
um was Neues daraus zu Du hast erschaffen. erzählt, dass du mit einem Kollegen, mit einem Kumpel eine Radiosendung gemacht hast, wo ihr genau. Vinyl vorgestellt habt, entdeckt habt. Genau, ja, das ist derselbe Kollege, der auch dafür gesorgt hat, dass Otus ins Office kommt damals. Ja, geil. Liebe Grüße an der Stelle. So schließt sich der Kreis. Danke, Dennis. Genau, mit Dennis alias Radio Hobo habe ich lange Zeit bei THF Radio eine Radiosendung gehabt. Rhythm, Round and Round You're Turning Me hieß die. Und wir haben uns alle 4 Wochen in der Radiostation getroffen und haben eben 2 Stunden lang Vinyl aufgelegt. Und letzten Endes war es oft so, dass wir uns gegenseitig die neuesten Entdeckungen irgendwie gezeigt haben. Zwischendurch immer ein bisschen moderiert, das war immer sehr frei. Also wir haben das nicht irgendwie wild durchgeskriptet, so. Das wäre dann auch... Das hätte dann beziehungsweise es wäre zur Arbeit geworden und unser Konzept, unsere Idee war eben immer, ey, lass das mal ruhig irgendwie aufnehmen alles und zwischendurch ein bisschen schnacken das ist cool. Und den Leuten einfach schöne Musik zeigen, die sie sonst vielleicht nicht unter die Nase gerieben. Ja, absolut. Also das ist auch so ein bisschen, also wir entwickeln uns als Presswerk ja auch weiter und auch in der Community, gerade hier in Rostock und Umgebung, versuchen wir uns natürlich auch zu vernetzen mit Künstlern, mit Einrichtungen, die sich mit Förderung und sowas auseinandersetzen. Und am Ende finde ich, befruchten ist eben das richtige Wort. Ne? Also man taucht da in Musikszenen ein, die man vorher nicht kannte. Man entdeckt neue Musik. Das ist echt schön zu sehen. Umso schöner natürlich auch Leute wie euch hier zu haben, die uns ihre Musik zeigen. Richtig cool. Am Ende möchte ich sagen, es war uns wirklich ein Fest, dass ihr da wart. Es war ein außergewöhnliches Set. Beide Sets waren richtig, richtig gut. Das kann ich nur zurückgeben. Wie gesagt, meine Lebenspartnerin wollte von euch unbedingt noch ein Autogramm haben, weil sie die Platte so geil fand, die wir pressen durften. Ich hoffe, dass ihr bald wiederkommt mit einem neuen Auftrag, mit einer neuen Platte, die wir für euch pressen dürfen. Vielleicht kommt ihr dann vorbei und könnt selber eine pressen. Ah ja, das wäre stark, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall wieder regelmäßig im Studio und arbeiten an einem Nachfolger von habt ihr noch Pläne? Diesem Projekt hier, von Before the Noise My Cousin. Habt ihr noch Sachen in der Pipeline? Also tatsächlich ein geplantes Album für die Zukunft? Ja, wir arbeiten dran auf jeden Fall. Also es entstehen Songs, die sind schon produziert, die sind auch schon geschrieben, aber wir müssen Zeit finden, die aufzunehmen, auszuproduzieren. Bei dem Album ist es eine reine Produktion am Computer mit samplebasierter Musik. Bei einem Nachfolger wird auf jeden Fall wesentlich mehr Live-Instrumentierung dabei sein. Wow, cool. Und genau. Was finde ich, gibt dem Ganzen auch sehr viel Farbe. Wir hatten mal das Vergnügen, Markus und ich waren eingeladen ins Electronic Orchestra von... Bitte was? Groove Harmony war es, genau. Wo im Prinzip ein Orchester elektronische Musik übersetzt hat. Ah ja. Mind-blasting, also richtig, richtig gut. Das war, also insofern finde ich so eine Projekte dann richtig cool. Schön. Ja, sehr gut. Mathis, wir haben natürlich auch für dich noch eine kleine Überraschung. Hey, stark. Ich hoffe, du wirst sie schön präsenten, bei dir zu Hause, gerne auch wenn du unterwegs bist. Ja, auf jeden Fall. Es war mir ein Fest, dich kennengelernt zu haben. Schön, dass du da warst. Und wie gesagt, wir hoffen auf ein Wiedersehen. Sehr gerne. Matter of fact.